schauen heute Handsee-Monster den Film und das Ende von Vlad und Niki. In diesem Film sehen wir, wie das Handmeeresmonster zu einem bösen Wassermonster wird. Das Handsee-Monster ist eine böse Kreatur mit einer Hand als Kopf, das ständig auf der Jagd ist. Und dieses Mal ist es auf der Jagd nach Vlad und Niki, aber Vlad und Niki geben nicht auf und wollen sich retten. Vlad und Niki versuchen sich die ganze Zeit zu verstecken, doch das böse Handmeeresmonster findet sie immer. Die ganze Geschichte werdet ihr heute 40 Minuten lang im neuen Seehandmonster-Film sehen. Und am Ende kommt es zu dem großen Kampf zwischen Handseemonster und Vlad und Niki. Dein Handy klingelt. Vlad und Niki rufen an, was sollen wir denn jetzt machen? Du musst unbedingt rangehen, sie brauchen vielleicht unsere Hilfe. Hallo Vlad und Niki? Er war direkt hinter uns und hätte uns fast geschnappt. Wir wissen nicht, wo es jetzt ist, aber es muss noch irgendwo im See lauern. Bitte startet sofort eure Drohne und sucht den ganzen See von oben ab. Schaut überall nach, bevor das Monster wieder auftaucht. Vlad und Niki haben aufgelegt, Freunde. Sie brauchen unbedingt unsere Hilfe. Hast du gehört, was sie gesagt haben? Das Handmeeresmonster ist hinter ihnen her. Sie möchten, dass wir jetzt sofort mit euch unsere Drohne starten und Vlad und Niki helfen. Und ihr müsst das Video bis zum Ende schauen und ein Like da lassen. Damit können wir Vlad und Niki retten. Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und wir müssen unbedingt Vlad und Niki finden. Das sind Vlad und Niki. Du hast recht, da unten laufen zwei junge Typen. Wir haben sie endlich gefunden. Nein, warte mal, schaut es euch mal genau an. Das sind nicht Vlad und Niki. Du hast vollkommen recht, das sind nicht Vlad und Niki, aber sie winken uns zu. Das bedeutet, diese zwei jungen Männer wollen uns einen Hinweis geben. Sie wollen uns bestimmt warnen. Natürlich, das ist ein Zeichen und schau mal, wo die hinlaufen, zum See. Sie sind jetzt extra über das Geländer geklettert, wo dran steht, betreten verboten. Wissen die nicht, wie gefährlich das ist? Genau da ist doch das Handseemonster. Vielleicht sind das die Freunde von Vlad und Niki. Schau mal das Schild an. Auf dem Schild steht drauf Warnung. So ein Schild haben wir auch gerade gesehen. Natürlich, genau da drin ist das Handseemonster. Und sie zeigen sogar auf den See. Sie möchten, dass wir den See abfliegen. Und da ist schon das Handseemonster. Ihr könnt es sehen, das böse Handseemonster ist hier in dem See drin. Die Kinder hatten recht. Das sieht so gruselig aus und wie groß das ist. Aber wo sind Vlad und Niki? Das bedeutet, wir müssen Vlad und Niki hier suchen. Wir haben die noch gar nicht entdeckt. Nur die zwei Kinder und das Handseemonster. Vielleicht konnten ja Vlad und Niki entkommen und verstecken sich hier irgendwo. Hoffentlich ist denen nichts passiert. Du weißt doch, wie das Handseemonster drauf ist. Wir müssen jetzt zusammen mit euch diesen ganzen See abfliegen und Vlad und Niki finden. Aber vielleicht haben sie sich auch einfach gut versteckt. Irgendwo dazwischen. Und das Handmeeresmonster ist jetzt wieder unter Wasser abgetaucht, weil ich es nicht sehe. Natürlich ist unter Wasser, weil es sucht Vlad und Niki in diesem See. Okay, wir suchen zusammen mit euch Vlad und Niki. Nein, da sind Vlad und Niki und sie verstecken sich. Das bedeutet, ihnen geht es gut. Sie konnten dem Handmeeresmonster entkommen. Und das Handmeeresmonster hat sie noch nicht entdeckt. Das bedeutet aber, das Handmeeresmonster ist auch in dem See und Vlad und Niki auch. Das heißt, beide sind in Gefahr. Natürlich, sie haben die Schilder nicht gelesen, dass da das Handmeeresmonster drin ist. Leute, wir brauchen euch. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Ihr müsst mit uns jetzt zusammen Vlad und Niki retten. Hoffentlich schaffen wir das mit euch zusammen auf jeden Fall. Deshalb lasst ein Like da. Ich fliege jetzt einfach mal den ganzen See zusammen mit euch ab. Irgendwo muss doch Vlad und Niki hin sein. Ihr habt gerade unsere Drohne in der Spiegelung des Sees gesehen, aber wo ist Vlad und Niki? Hier sind Vlad und Niki und sie werden verfolgt von dem Handseemonster. Nein, das Handseemonster hat Vlad und Niki entdeckt und verfolgt es. Oh mein Gott, schaut euch jetzt an. Vlad und Niki sind ganz schnell und sie versuchen dem Handmeeresmonster zu entkommen. Sie schwimmen und schwimmen und schwimmen. Ich glaube, sie haben es geschafft. Ich glaube, sie konnten so knapp dem Handmeeresmonster entkommen. Bist du dir ganz sicher? Aber wo sind sie denn dann hin? Sie verstecken sich hier irgendwo. Vielleicht sind sie an Land und verstecken sich jetzt im Wald. Natürlich, zwischen den ganzen Bäumen. Aber was haben wir herausgefunden? Das Handmeeresmonster kann auch an Land. Ihr habt's gesehen, das Handseemonster kam aus dem Gullideckel. Das heißt, es kann auch an Land. Das heißt, es muss ein gutes Versteck sein von Vlad und Niki. Ich bin jetzt extra ganz hoch geflogen, aber ich sehe niemand. Ich sehe auch überhaupt niemand. Vlad und Niki rufen uns an. Zum Glück, ich dachte schon, ihnen ist etwas passiert. Hebt unbedingt ab. Hallo Vlad und Niki, wie geht es euch? Hier sind Vlad und Niki. Wir sind gerade an Land und konnten uns nur knapp vor dem Handseemonster retten. Er war direkt hinter uns und hätte uns fast geschnappt. Wir wissen nicht, wo es jetzt ist, aber es muss noch irgendwo im See lauern. Wir kommen jetzt zu euch nach Hause. Macht die Tür auf, wenn wir da sind. Wir sind in etwa 3 Minuten bei euch. Wir dürfen keine Sekunde verlieren. Helft uns
bevor es zurückkommt. Vlad und Niki haben aufgelegt. Hast du gehört, was Vlad und Niki gesagt haben? Was sollen wir denn jetzt machen? Aber was ist, wenn nicht nur Vlad und Niki kommen, sondern auch das böse Handmeeresmonster? Nur du kannst es jetzt verhindern, indem du diesem Video ein Like da lässt. Damit unser Plan auch wirklich funktioniert, müssen wir mit euch zusammen jetzt alle Fallen aufbauen. Unser erster Prank ist der Frischhaltefolien-Prank, Freunde. Ihr kennt ihn. Der hat schon immer geklappt, bei Phantom, bei allen hat er funktioniert und den werden wir heute jetzt wieder aufbauen. Let's go. Dafür wickeln wir ganz viel Frischhaltefolie um das Gartentor hier, Freunde, und hoffen, dass sie danach hier gegenlaufen und umfallen. Weil die Frischhaltefolie durchsichtig ist, sieht man sie nicht und man muss einfach nur dagegen laufen, dann hat man sie schon mal blockiert. Freunde, der erste Prank ist fertig. Unser zweiter Prank ist der Klassiker, der Wassereimer-Prank hier über dieser Tür, Freunde. Der absolute Klassiker, deshalb wird auch als Kampfstelle benutzt, der Wassereimer-Prank, aber diesmal füllen wir kein Wasser ein, sondern eine kleine Überraschung. Hier ist unser Wassereimer, da füllen wir jetzt ganz viel Wasser rein, weil diesen Eimer werden wir nachher auf den Kopf der Tür Und stellen. als kleines Extra wird auch noch Gurkenwasser reingemacht. Wassereimer hatten wir immer, aber dieses Mal mit Das riecht so ekelhaft nach mit Essen. Gurkenwasser, echtes Gurkenwasser. Und den machen wir jetzt oben auf die Tür. Diesen Eimer werden wir jetzt hier oben auf der Tür platzieren und wenn Vlad und Niki dann später die Tür aufmachen, wird der Eimer hoffentlich auf den Kopf fallen. Alles Das ist einer der lustigsten Prank. Ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben und einen Daumen nach oben lassen und schreibt doch mal Prank in die Kommentare. Wenn du jetzt die Tür aufmachst hier, Flexi, werden die komplett nass. Jetzt fehlt nur noch die GoPro, die alles filmt. Wir stellen jetzt hier die Kamera auf. Hier steht die GoPro mit dem perfekten Blick auf die Tür und wenn die reinkommen, werden sie hoffentlich nass. Ich freue mich. Kommen wir zum nächsten Prank. Unsere dritte Falle nach dem Wassereimer-Prank ist dieser Stolperdraht. Mach Flexi, mach mal. Wenn sie hier durchlaufen und den Stolperdraht berühren, wird diese Konfettikanone ausgelöst und die werden so komplett getroffen und abgeschossen. Niki, voller Konfetti, das wollt ihr doch alle bestimmt sehen. Dann Ich lasst mal hoffe. alle ein Like da für Das diese Ding krasse klappt Falle. hier, Alter. Der Prank ist der Wahnsinn. Nächster. Hier haben wir jetzt ganz viele Knallbonbons. Die sehen aus wie Süßigkeiten. Aber wie der Name schon sagt, knallen sie. Hört mal hin, Freunde. Und wir hoffen, dass natürlich Vlad und Niki Hunger haben und Bock haben auf ein paar Legt die mal hier hin, Süßigkeiten. die werden sich dann erschrecken vor dem Ganz lauten genau, die Knall. nehmen sich hier Süßigkeiten, ziehen dran und dann macht's Peng und sie erschrecken sich. Aber jetzt haben wir noch große Finale, Bleibt auf jeden Freunde. Fall dran. Kommt mit raus. Unseren nächsten Prank werden wir draußen aufbauen. Sie wollen ja unbedingt diesen Koffer haben. Und wenn Sie alle Pranks durchlebt haben, kommen Sie Sie hierher hier raus. und hier gibt es dann ein kleines Feuerwerk, Freunde. Ganz genau. Dafür haben wir eine Zündschnur und die werden wir gleich in unser Hauptquartier unten in die Kommandozentrale ziehen. Ist klar, Flex ist der den- Koffer am Start, Alles die präpariert. Vulkane sind am Start. Okay, und jetzt auf geht's. Zieh die Schnur. Ziehen wir die Schnur. Zündschnur wird abgerollt. Alle unsere Fallen sind jetzt aufgebaut. Ihr habt es gesehen, wir haben draußen unsere Frischhaltefolie, dann haben wir unseren Wassereimer, die ganz, ganz große Konfettikanone und unser Feuerwerk. Jetzt fehlen nur noch Vlad und Niki. Wir müssen Vlad und Niki jetzt irgendwie zu uns nach Hause locken. Aber wie sollen wir das denn anstellen? Wir haben doch hier unsere Drohne, damit können wir Vlad und Niki überwachen und zu uns locken. Aber wir müssen aufpassen, das Handmeeresmonster verfolgt Vlad und Niki, der könnte unsere Drohne zerstören. Wir müssen auf jeden Fall mit euch zusammen ganz weit nach oben fliegen, damit das böse Handmeeresmonster unsere Drohne nicht kaputt macht. Dann haben wir eine Chance, dass Vlad und Niki wirklich hierher kommt und in unsere Fallen tritt. Ihr abonniert nochmal unseren Kanal und schaut das Video bis zum Ende. Unsere Fallen müssen doch mit euch ausgelöst werden. Ich freue mich am meisten auf die Falle mit dem Wassereimer an der Türe. Dann lasst uns keine Zeit verschwenden und sofort die Drohne starten. Hoffentlich finden wir Vlad und Niki und das Handmeeresmonster. Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und wir suchen Vlad und Niki. Alle unsere Fallen sind aufgebaut, jetzt fehlen nur noch die beiden Brüder. Ich freue mich schon so auf den Wassereimer, das wird richtig cool. Alle Pranks sind so lustig, hoffentlich finden wir Vlad und Niki schnell mit unserer Drohne. Wir fliegen jetzt mit euch einfach mal die Straße entlang und hoffentlich finden wir Vlad und Niki. Ihr wisst ja, wie sie aussehen. Orangenes T-Shirt und ein gelbes T-Shirt. Und die beiden sind bestimmt draußen und da sind sie schon. Ihr könnt es sehen, sie laufen auf der Straße. Wie du es gesagt hast, T-Shirt orange, T-Shirt gelb. Und sie sind auf dem Weg zu uns. Stimmt, dieser lange Weg würde zu uns führen. Heißt aber nicht, dass sie auch wirklich zu uns kommen. Warte mal, ich glaube, die zwei streiten sich. Ihr könnt es sehen, die schuppen sich gegenseitig. Du hast recht, die laufen nicht nur einfach, sondern die streiten wirklich. Aber über was streiten die denn? Leider haben wir keinen Ton bei unserer Drohne, deswegen können wir nicht hören, was die zwei sagen. Vielleicht hat das was mit dem Handmeeresmonster zu tun. Du meinst, sie sind auf der Seite von dem Handmeeresmonster? Das glaube ich nicht. Vlad und Niki sind doch immer ganz cool gewesen.
wissen. Ihr könnt es auf jeden Fall sehen, Vlad und Niki sind Brüder und die lieben sich eigentlich, aber hier streiten die. Die bleiben einfach stehen und laufen gar nicht weiter und gehen jetzt auf die Wiese. Ich weiß auch nicht, was sie machen. Wir müssen sie zu uns locken. Ich will unbedingt, dass sie in all unsere Fallen hineinlaufen. Und du willst es doch bestimmt auch sehen, deshalb lass ein Like da und es werden alle Fallen funktionieren. Überlegt euch mal, wenn sie bis zu unserem Garten laufen, dann kommt am Ende das große Feuerwerk. Feuerwerk, ich liebe Feuerwerk. Okay, wir müssen jetzt aber versuchen, sie irgendwie zu uns zu locken. Die reden überhaupt nicht mehr miteinander. Seht ihr das? Die stehen Rücken an Rücken und sagen kein einziges Wort mehr. Der Große dreht sich aber gerade um. Ihr seht es. Was macht der Große? So kriegen wir sie nie hierher. Die müssen sich wieder versöhnen und uns die Throne folgen. Schau mal, Vlad entschuldigt sich bei Niki. Vlad ist der Große mit dem Orangenen. Das ist eine gute Idee. Wenn die sich jetzt entschuldigen, dann laufen sie vielleicht mal wieder weiter. Und du kannst es sehen, die zeigen auf irgendwas. Was meinen die damit? Unsere Überwachungskamera? Nein, wahrscheinlich das Handmeeresmonster, weil es so groß ist. Denkst du, das ist wirklich noch in der Nähe von Vlad und Niki? Die sind dem Handmeeresmonster entkommen. Das bedeutet, das Handmeeresmonster hat hier Vlad und Niki verfolgt. Und einer der beiden wollte es besiegen und das andere wollte abhauen. Ich kann es nicht glauben. Wir müssten zu uns kommen. Wenn sie jetzt nach rechts laufen, dann gehen sie zu uns. Dann bitte lauft jetzt nach... Die trennen sich. Die teilen sich auf. Vlad geht nach rechts und Niki, der Kleine, nach links. Und was ist, wenn jetzt nur einer zu uns kommt? Das weiß ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall das beide tun. Da ist das Handmeeresmonster! Ihr seht es und es verfolgt den kleinen Niki. Und schaut mal, wie groß das ist. Das ist so hässlich. Was macht das Handmeeresmonster? Ich kann es nicht glauben. Ich hoffentlich... Oh, der rennt zurück. Schnell, rennen, rennen, rennen. Ihr könnt es sehen, Niki rennt zurück zu Vlad. Das ist gut. Die Brüder müssen vereint bleiben. Das bedeutet, Niki ist dem Handmeeresmonster um Haaresbreite entkommen. Aber das bedeutet auch, dass das Handmeeresmonster auch da ist. Leute, ich hoffe nicht, dass das Handmeeresmonster zu uns nach Hause kommt. Das wäre nicht gut. Das ist zu groß. Das kann die Fallen gar nicht funktionieren. Schaut euch die zwei an. Sie reden über irgendwas. Natürlich über das Handmeeresmonster, weil es so knapp war. Und Niki macht irgendwelche Handbewegungen. Ich sag dir doch, der eine Bruder will das Handmeeresmonster besiegen und der andere will lieber abhauen. Ihr habt es gesehen, die haben sich gerade die Hand geschüttelt, als würde Vlad Niki sein Leben gerettet haben. Die haben gleich einen Deal gemacht, damit die jetzt beide abhauen. Und das Gute ist, die laufen direkt zu uns. Schaltet nicht ab, ihr wisst doch, wir haben hier 5 Fallen vorbereitet. Und die sind alle super lustig. Ihr dürft auf keinen Fall abschalten und das Video bis zum Ende schauen. Das Gute ist, beide sind nach rechts gelaufen. Das bedeutet, beide sind gerade auf dem Weg zu uns. Jetzt dürfen sie den Weg aber nur noch folgen und nie wieder irgendwo hingehen. Das Handmeeresmonster, ihr könnt es sehen, es verfolgt die zwei. Und Vlad und Niki können es nicht sehen. Es ist genau hinter ihnen. Die drehen sich nicht um. Vlad und Niki wissen nicht, dass das Handmeeresmonster sie gerade verfolgt. Ganz da hinten ist es und sie gehen einfach nicht weiter. Ich kann nicht hinschauen, ihr könnt es sehen, Freunde. Lasst unbedingt jetzt noch ein Like da für Vlad und Niki, dass sie zu uns nach Hause kommen. Aber du siehst, das Handmeeresmonster ist ja dann auch auf dem Weg zu uns, weil es genau der richtige Weg ist zu uns. Wir fliegen weiter und beobachten Vlad und Niki. Ich bin schon so gespannt, wo sie hinlaufen. Was ist das denn? Ich weiß es auch nicht. Das ist ein großes Auto steht da. Die gehen zu dem Traktor. Ein Traktor ist das mit solchen großen Rädern. Die wollen damit bestimmt das Handmeeresmonster besiegen. Oder damit wegfahren, weil ein Traktor ist viel schneller, als wenn man läuft. Ich weiß auch nicht, was sie machen. Die wissen auf jeden Fall nicht, dass das Handmeeresmonster ihn gerade verfolgt. Niki hat gerade so gemacht, er will unbedingt den Traktor fahren. Aber sie haben keinen Schlüssel. Sie können die Tür nicht öffnen. Natürlich, der Traktor ist abgesperrt. Die kommen ja gar nicht rein. Sie gehen irgendwo hin. Sie zeigen zu unserem Haus. Ja, natürlich, diesen Weg entlang. Ihr müsst doch nur einfach weiterlaufen und dann kommt ihr direkt zu uns. Sie fangen an zu rennen. Sie rennen genau zu uns nach Hause. Ihr habt es gerade auf den Drohnenaufnahmen gesehen. Vlad und Niki wurden von dem Handmeeresmonster verfolgt. Und sie rennen gerade zu uns nach Hause. Das bedeutet, wir können gleich die Fallen aktivieren. Wir haben bei jeder Falle eine eigene Kamera aufgebaut und versteckt. Damit können wir sehen, was bei jeder einzelnen Falle mit Vlad und Niki passiert. Vlad und Niki müssten auch gleich jeden Moment da sein. Und wir werden jetzt in den Keller gehen und schauen. Wir sind jetzt bei uns im Keller. Hier kann uns Vlad und Niki nicht finden. Und wir schalten jetzt direkt zur Kamera zum Eingang. Ihr seht hier schon die Kamera am Eingang, aber da ist noch niemand. Und da ist unsere Frischhaltefolie, unser erster Streich. Da sind sie, da sind Vlad und Niki. Sie kommen wirklich zu uns nach Hause. Ihr könnt es sehen und die Frischhaltefolie. Hoffentlich entdecken sie sie nicht. Und sie müssen direkt reinlaufen, dann wird's lustig. Sie gehen die Treppen hoch. Ich bin schon so gespannt, was passiert. Ja, sie laufen direkt rein. Ihr könnt es sehen, Freunde, sie sind einfach dagegen gelaufen. Lasst jetzt auf jeden Fall mal ein Like da, dass der erste Streich funktioniert hat. Unsere erste
erste Falle hat wirklich geklappt und sie gehen unten drunter durch. Natürlich, sie müssen ja unten drunter durchgehen, weil ja oben die Frischhaltefolie ist. Und was macht der große Vlad? Er geht natürlich auch unten drunter. Du weißt aber, was passiert nach der Frischhaltefolie? Müssen sie zur Türe kommen. Und auf der Türe haben wir den vollen Eimer mit Wasser hingestellt. Ich bin mal gespannt, wer als erstes reingeht. Ihr seht hier oben den Wassereimer. Da ist der Wassereimer. Es hat funktioniert, Freunde. Wie cool war das denn? Er wurde komplett nass. Schaut euch die Zeitlupe an. Wie cool ist das? Voller Wasser und voll im Gesicht. Der kleine Niki ist jetzt klatschnass. Ja, er ist nass und so muss er jetzt weiter zu uns nach Hause. Jetzt kommt der Stolperdraht. Schaltet nicht ab. Ich bin schon so gespannt, wenn der Stolperdraht kommt. Du hast vollkommen recht. Jetzt kommt gleich der Stolperdraht. Oh, sie regen sich aber langsam auf. Wir haben sie wieder dazu bewegt, sich aufzuregen. Sie machen den Eimer kaputt. Nur weil du ganz nass bist, da können doch wir nichts dafür. Sie sind entschlossen, noch weiter in unser Haus zu gehen. Der Stolperdraht. Schau mal, sie laufen ganz vorsichtig, als wüssten sie, dass jetzt der Stolperdraht kommt. Da ist er und... Es hat geklappt, ihr habt es gehört. Habt ihr das ganze Konfetti gesehen? Die Konfettikanone hat ausgelöst und hier seht ihr es nochmal aus der Sicht der Konfettikanone. In cooler Zeitlupe. Es hat total funktioniert. Wir haben euch doch gesagt, wir haben überall Kameras aufgebaut, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das Tolle ist, bis jetzt hat jede Falle funktioniert. Dafür lasst ihr alle mal ein Like da. Und abonniert bitte unseren Kanal dafür, dass wir uns so viel Mühe gegeben haben für euch da draußen. Pass auf, sie wollen jetzt weiterlaufen. Sie haben unsere Konfettikanonenfalle komplett zerstört. Das ist aber sehr gut, weil sie hat echt gut funktioniert. Jetzt bin ich echt gespannt, was jetzt noch alles passiert. Ihr wisst, was jetzt kommt. Die Knallbonbons auf unserem Stuhl. Sie haben sie entdeckt. Und wenn sie die jetzt aufmachen, dann... Und sie denken, es wäre was zu essen, aber ist es nicht. Pass auf. Boah. Habt ihr das gehört, Leute? Man hat sogar durch die Decke vom Keller gehört. Deshalb hält er sich auch die Ohren zu, weil das so laut war. Es hat richtig Bumm gemacht. Die sind gerade über uns, aber weißt du, was jetzt passiert? Wenn sie raus in den Garten laufen, müssen wir die Zündschnur anzünden. Ja, weil da kommt natürlich das große Feuerwerk. Lass uns die Zündschnur anmachen. Wir haben von dem Koffer oben im Garten hier bis runter in den Keller eine Zündschnur gelegt. Wir müssen aber leise sein, weil Vlad und Niki sind jetzt genau über uns. Bist du bereit? Ja. Damit lösen wir das Feuerwerk aus. Bleibt auf jeden Fall dran, es geht jetzt wirklich gleich los. Oh mein Gott. Alter, ihr seht es jetzt, diese Zündschnur, die läuft Die geht jetzt hoch, bis in den Garten, bis zum Koffer. Alter, voll, die zieht rein. Heftig. Ihr seht aber die Zündschnur noch. Verschwindet Die jetzt. geht jetzt ganz nach oben, bis auf den Garten und da ist der Koffer. Ey Leute, lasst mal einen fetten Like, da schreibt doch mal Prank in die Kommentare. Wir wissen ungefähr, wie lange das ist. Auf die Kameras ganz bisschen. Komm. Die Zündschnur ist jetzt an und sie führt direkt nach oben. Und ihr könnt hier die Zündschnur auf dem Boden sehen. Und die geht ganz langsam jetzt sofort zum Feuerwerk. Obwohl Vlad und Niki sie sehen, wissen sie nicht, was jetzt gleich passieren Schaut wird. es euch an, gleich geht das Feuerwerk los. Ich halte mir schon mal die Ohren zu, falls Ich es lauter wird. Oh mein Gott, kannst du das sehen? Es funktioniert, Freunde. Unsere letzte Falle hat wirklich funktioniert. Und Vlad und Niki können einfach nicht den Koffer greifen, weil da das Feuerwerk oben drauf ist. Wie cool ist das denn? Jede einzelne von unseren Fallen hat funktioniert. Ah, warte mal, die haben den Koffer. Und sie hauen ab. Gehen die jetzt einfach durch den Garten oder wohin gehen die? Wohin rennen die? Ich habe keine Ahnung. Was sollen wir denn jetzt machen, wenn Vlad und Niki einfach abhauen? Ich glaube, die hauen ab. Wir müssen nach oben. Ich kann es nicht glauben. Jede einzelne Falle hat funktioniert. Aber Vlad und Niki sind durch den Garten abgehauen. Was machen wir denn jetzt? Ich rufe jetzt einfach mit euch Vlad und Niki an. Hoffentlich gehen sie ran. Es klingelt, aber keiner geht ran. Wir haben doch noch unsere Drohne. Die können wir jetzt starten und Vlad und Niki verfolgen. Dann müssen wir uns jetzt aber beeilen. Sie müssen noch ganz in der Nähe sein. Ihr lasst ein Like da dafür, dass unsere Fallen so gut funktioniert haben. Und wir starten jetzt unsere Drohne. Ab in die Luft damit. Ich bin schon so gespannt, wo Vlad und Niki jetzt hinlaufen, nachdem wir sie in unsere Fallen gelockt haben. Nach den Fallen sind sie einfach beide durch den Garten abgehauen. Schau mal da unten, seht ihr das? Hinter dem weißen großen Auto, da läuft irgendjemand. Sind das vielleicht Vlad und Niki? Wir fliegen weiter. Wie cool wäre das, wenn wir jetzt Vlad und Niki ficken, nachdem sie komplett nass sind? Warte, aber das ist ja nur eine Person. Das ist Niki, der kleine Bruder. Wie, Niki ist ganz alleine und wo ist Vlad? Und ihr seht es, wenn ihr zurückspult, der hat den Koffer noch in der Hand. Den hatten wir doch im Garten versteckt mit dem Feuerwerk. Und der hat den Koffer mitgenommen. Ja, aber wo ist sein Bruder? Wo ist Vlad? Ihr könnt es sehen, Niki telefoniert gerade, vielleicht mit seinem Bruder Vlad. Hat Niki vielleicht irgendwas Böses vor nach den ganzen Fallen? Oder die haben sich aufgeteilt wegen dem Handmeeresmonster. Natürlich, weil das Handmeeresmonster ist ja auch immer noch bei uns in der Nähe. Leute, ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Wir verfolgen jetzt hier einfach mal Niki und das ist ein Auto. Oh nein, pass doch auf, hinter dir ist ein Auto. Was ist, wenn
wenn in diesem Auto Vlad drin ist. Oder das Handmeeresmonster versteckt sich im Auto reingequetscht. Schau mal, Niki redet mit der Person im Auto. Weil er den Weg nicht weiß. Er fragt nach dem Weg, weil er irgendwo hin will. Wir müssen auf jeden Fall dranbleiben. Dieses Video ist viel zu cool, Leute. Ihr dürft nicht abschalten und müsst es bis zum Ende anschauen. Ich bin jetzt echt gespannt, was Niki vorhat, hier ganz alleine. Er läuft aber weiter. Vielleicht trifft er sich jetzt gleich mit Vlad. Ja, aber mit wem? Mit Vlad, bist du dir sicher? Vlad und Niki sind Brüder und natürlich müssen die zwei sich eigentlich wieder treffen. Aber die haben sich doch gerade erst nicht hier getroffen und dann getrennt. Schau mal, der hat den Koffer in der Hand, als würde er ihn um keinen Preis hergeben wollen. Vielleicht haben die sich gestritten. Er wollte den Koffer und Vlad wollte den Koffer. Was macht er denn jetzt? Er setzt sich hin. Was macht er? Weint er etwa? Das kann doch nicht sein. Hat er vielleicht seinen Bruder verloren? Oder lacht er? Ich glaube, er lacht. Lacht Vlad oder Niki oder weint Vlad oder Niki? Er freut sich. Ich glaube, dass er sich freut. Dass er seinen Bruder abgehängt hat. Und er den Koffer alleine hat. Das bedeutet, Vlad und Niki sind verfeindet? Ihr wisst doch noch, ganz am Anfang haben sie sich auch schon gestritten. Ihr könnt es sehen, wie siegessicher Niki hier einfach weiterläuft. Also das war auf jeden Fall ein Freund von ihm und er ist immer noch alleine, aber er trifft sich doch bestimmt mit jemandem. Alles, was wir gerade gesagt haben, sind nur Theorien. Ihr müsst das Video auf jeden Fall zu Ende schauen, damit wir sehen, was passiert. Ich bin jetzt echt so gespannt, was passiert und mit wem er sich trifft. Schau mal, der klopft an dieser Holztür. Und er trifft sich mit dem Handmeeresmonster! Ihr seht es ja selbst, das Seehandmonster macht, was es will. Obwohl der See so grün ist wie diese Wassermelone, taucht das Seehandmonster einfach ab. Wo ist Rumi? Ich weiß nicht, wo Rumi ist, aber mir ist aufgefallen, dass das Seehandmonster langsam Angst bekommt vor uns. Stimmt, du hast recht. Es flüchtet jedes Mal von dem großen See zu dem kleinen See und jetzt zu dem kleinsten See. Und jedes Mal, wenn wir das Seehandmonster sehen, taucht es unter. Und es taucht viel schneller unter. Letztes Mal hat es noch ein ganzes Schiff zerstört. Jetzt sieht man es und es ist weg. Das liegt an euch, weil ihr fleißig Likes gegeben habt und damit auch Rumi helft. Das Gute ist, mit euch zusammen und mit Rumi haben wir eine Chance, dieses böse Seehandmonster zu besiegen. Schau mal hier links, siehst du das Gras, das Seegras? Was ist, wenn sich hier eine Hand versteckt? Nicht nur die Hand, das ganze Monster könnte sich unter dem Gras verstecken. Wir fliegen mal jetzt mit euch näher in dieses Gras und suchen das ganze Gras ab. Aber Achtung, du musst wirklich drauf aufpassen, dass unsere Drohne da nicht reinfliegt. Ich passe wirklich auf, das ist nämlich unsere einzigste Drohne. Wenn die abstürzt, haben wir keine Ersatzdrohne mehr. Berührt die Drohne das Wasser, dann war's vorbei und wir können Rumi nicht mehr helfen. Und wir müssen ihr unbedingt helfen. Ich muss es schaffen, mit euch zusammen hier draußen. Wir müssen dieses böse Seehandmonster besiegen. Schaut euch an, aber ich sehe nichts. Seht ihr was? Da ist die Hand. Hier ist die Hand, ihr seht es, die Hand, sie ragt durch das Gras aus dem Wasser. Du hattest recht, das Seehandmonster versteckt sich unter dem Gras. Aber es ist wieder untergetaucht. Was machen wir denn jetzt mit der Hand? Das Wasser ist jetzt langsam gelb, es verfärbt sich immer weiter. Oder wartet das Seehandmonster nur darauf ab, uns anzugreifen? Deswegen fliege ich lieber hoch mit unserer Drohne, anstatt etwas zu tief. Ja, dann machen wir das jetzt und schauen mal den ganzen See an. Wo ist die Hand? Ich weiß nicht, wo es hin ist. Ich weiß es auch nicht. Seht ihr das Seehandmonster? Aber was mir auffällt, dieses Mal ist Rumi gar nicht am See. Wir haben Rumi an jedem See getroffen. Nur an dem See haben wir Rumi nicht getroffen. Du hast komplett recht. Ich fliege mal ganz ans Ende von dem See. Vielleicht versteckt sich ja Rumi irgendwo auf Land. Oder von dem Seehandmonster war das eine Falle. Nur, dass wir mit der Drohne immer näher an den Fluss fliegen. Schau mal, hier ist eine Parkbank. Ganz alleine am Seeufer. Das lädt doch dazu ein, dass man sich auf die Bank setzt. Ihr seht jetzt auch die Farbe von dem See. Das ist doch nur noch giftig. Richtig giftgrün ist der See. Nur da kann das Seehandmonster wohnen. Hier ist Rumi! Da ist Rumi! Und sie kämpft gegen Seehandmonster. Aber sie verliert! Warum verliert sie jetzt? Sie verliert gegen Seehandmonster und ich dachte immer, Rumi ist die stärkste der Welt. Ihr seht es, Freunde, unsere Drohne, sie stürzt ab. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Rumi, wir retten dich. Wir müssen sofort zu Rumi und sie retten. Rumi klingelt schon wieder bei uns an der Haustür. Was möchte Rumi denn schon wieder von uns? Vielleicht braucht sie unsere Hilfe. Dann müssen wir jetzt sofort die Tür öffnen. Bitte nehmt diese Mystery Box und öffnet sie. Danke, Rumi, aber was sollen wir mit dieser Mystery Box? Ihr müsst sie öffnen und den Hinweis finden. Nur so könnt ihr das Handmeeresmonster aufhalten und besiegen. Ich habe es nicht geschafft, weil das Handmeeresmonster zu stark ist. Ich zähle auf euch, ihr schafft das. Tschüss, Rumi. Dankeschön. Ihr habt Rumi gehört, wir müssen jetzt diese Handmeeres-Mystery Box öffnen. Worauf warten wir?
her! Ich kann es nicht glauben, dass uns Rumi eine echte Handmeeresmonster Mystery Box vorbeigebracht hat. Die Frage ist, warum hat es uns Rumi gebracht? Schaut euch die Box mal an. Hier ist das Handmeeresmonster drauf und eine ganz blutige Hand. Und das Monster sieht so hässlich aus. Ihr habt Rumi gehört, wir müssen diese Handmeeres-Mystery Box jetzt mit euch zusammen öffnen. Warte, aus der Box schauen Rumis Haare heraus. Wir werden die Box trotzdem jetzt öffnen in 3, 2, 1. Wow. Schaut euch mal an, was da alles drin ist. Hier ist ein ganzer Haifisch drin. Das kann ich gar nicht glauben. Guckt ihn euch an. Er hat sogar wirklich scharfe Zähne. Das bedeutet, Handmeeresmonster hat einen ganzen Haifisch gegessen. Da ist aber noch mehr drin. Da ist ein Film drin vom Handmeeresmonster. Ihr könnt es erkennen. Auch hier ist wieder das Handmeeresmonster auf der Hülle abgedruckt. Ich will gar nicht wissen, was auf dem Film alles ist. Lasst uns ihn sofort anschauen. Bevor wir jetzt den Seehandmonster-Film zusammen anschauen, lasst ein Like für Rumi da und ich werde den Film jetzt einlegen in 3, 2, 1. Hier ist das Seehandmonster. Wie hässlich der aussieht. Wie ein Wurm und oben guckt eine kleine Hand raus. Und das sind die Koordinaten. Genau da an dem See soll er sein. Ihr könnt es erkennen. Rumi hat uns Hinweise gegeben. Hier bei diesem roten Punkt befindet sich das Seehandmonster. Aber wie kann denn so ein Monster mit nur einer Hand überleben? Schau es dir an. Wir sind jetzt direkt am See. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Denkst du wirklich, genau da ist das Seehandmonster? Bis jetzt sehe ich nichts. Nur kaputte Boote und ein Wald. Natürlich, die Boote wurden kaputt gemacht vom Seehandmonster. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Hier ist es. Da ist die Hand. Handseemonster. Ihr könnt es sehen. Die Hand, die aus dem Wasser guckt. Aber ihr dürft es nicht verwechseln. Darunter ist noch ein riesiges Monster. Ich kann gar nicht hingucken. Ich habe den Fernseher ausgemacht, Freunde. Das bedeutet, Rumi braucht jetzt unsere Hilfe. Aber in der Handmeeres-Mystery-Box sind vielleicht noch andere Hinweise versteckt. Lass uns mal gucken, was hier noch drin ist. Eine blaue Kette vom Handmeeresmonster? Macht Sinn, weil das Wasser ist auch blau. Damit wurde Handmeeresmonster angekettet. Pass doch auf, die ist richtig schwer. Was ist denn da noch alles drin? Oh nein, was ist das denn? Ein menschliches Herz. Aber von wem ist das? Vielleicht von Gino oder Mira. Oder Zoe. Deswegen wollte Rumi, dass wir diese Handmeeres-Mystery-Box Sie öffnen. braucht unbedingt unsere Hilfe. Da ist aber noch mehr drin. Siehst du was? Ich sehe noch nichts. Die ganze Box ist leer. Schau mal hier. Hier ist ein USB-Stick in der Box. Was macht denn ein USB-Stick in dieser Mystery-Box? Ihr seht es, Freunde, und der ist schwarz. Was ist, wenn das ein Hinweis von Rumi ist? Wir müssen sofort nachschauen, was auf diesem USB-Stick ist. Ich bin schon so gespannt, was auf diesem USB-Stick drauf ist. Da ist ja eine Karte vom Handmeeresmonster drauf. Ihr seht es, hier sind ganz viele Orte drauf, wo sich das Handmeeresmonster befindet. Hier unten zum Beispiel ist ein versunkenes Schiff, welches das Handmeeresmonster zerstört hat. Und hier unten ist eine Schatzkiste, die vom Handmeeresmonster bewacht wird. Und schaut mal, wie groß das Handmeeresmonster ist. So groß wie ein ganzer Bär. Wir werden heute mit unserer Drohne alle 5 Orte abfliegen und das Handmeeresmonster besiegen. Lasst jetzt alle ein Like da, damit wir die 10.000 Likes schaffen. Und wir fliegen jetzt sofort mit unserer Drohne zum versunkenen Schiff. Ihr habt das versunkene Schiff auf der Karte gesehen und hier sind überall Schiffe auf dem See. Hoffentlich war die Karte kein schlechtes Zeichen, dass wir jetzt wirklich ein kaputtes, versunkenes Schiff sehen. Wir fliegen mit euch jetzt das gesamte Gelände ab und vor allem das Ufer. Ihr seht es, hier ist Strand und Wasser nebeneinander. Denkst du, dort wird Rumi auch sein? Wir können es nur rausfinden, indem ihr jetzt dieses Video bis zum Ende schaut und ein Like gebt, einen Daumen nach oben. Ihr wollt doch auch wissen, dass... Nein! Rumi und Seehandmonster kämpfen. Sie kämpfen das erste Mal gegeneinander. Ihr seht es hier live, Leute. Rumi versucht, das Seehandmonster zu besiegen. Und ihr könnt sehen, wie stark Rumi ist. Sie hat eine richtig gute Chance. Das Seehandmonster ist unter Wasser getaucht. Rumi hat keine Chance, wenn es unter Wasser ist. Natürlich, warum? Rumi kann vielleicht 1-2 Minuten die Luft anhalten, so wie wir. Ihr habt es aber gesehen, das Seehandmonster hat richtige Schläge eingesteckt von Rumi. Leute, ihr lasst jetzt alle mal ein Like da für Rumi. Sie ist unsere Kämpferin, unsere Lieblingsmädchen, unser Lieblingscharakter. Ich fliege gerade weiter nach oben, damit wir einen besseren Überblick haben, aber ich sehe kein Seehandmonster mehr. Wo ist denn das Monster jetzt hin auf einmal? Ihr seht aber, wie schmutzig das Wasser ist, jedes Mal, wenn das Seehandmonster da war. Natürlich, aber wir müssen doch nur Ausschau halten nach einer Hand. Nach einem
Seemonster? Ja, natürlich, aber es reicht, wenn die Hand über dem Wasser schaut. Dann wissen wir sofort und ihr jetzt auch, darunter ist das ganze Seehandmonster. Schau mal, da sitzen irgendwelche Leute unter den Bäumen und suchen Schatten vor dem Seehandmonster. Die wissen vielleicht gar nicht, dass genau jetzt in diesem See bei dem versunkenen Schiff das Seehandmonster ist. Schau mal hier vorne, ihr könnt es erkennen, Leute. Da ist das Schiff! Ihr seht es, wir fliegen jetzt mal zu dem Schiff hin, aber es ist noch nicht versunken. Es ist nicht nur ein Schiff, es sind sogar 2 Schiffe. Und die sind extrem lang. Das Schiff könnte auf jeden Fall Seehandmonster besiegen. Das Gute ist, die Schiffe fahren aber noch auf dem See. Gott sei Dank, Leute. Ihr lasst einen fetten Like da, wir fliegen jetzt Oh wieder. nein, schau mal, das Seehandmonster greift das Schiff an. Ich glaube es nicht. Die Hand attackiert das Schiff und das Schiff geht unter. Natürlich, das Schiff wurde einfach zerstört vom Seehandmonster. Ihr habt gesehen, wie stark das Seehandmonster ist. Deswegen auch das versunkene Schiff auf unserer Karte. Und ich dachte, das wäre nur ein schlechtes Zeichen, aber ihr habt gerade live gesehen, das Seehandmonster hat ein komplettes großes Schiff zerstört. Da vorne ist noch ein weiteres Schiff. Erkennt ihr es? Es steht am Ufer und es ist komplett grau. Und es ist aber noch nicht zerstört, es ist noch komplett und ganz. Ich flieg mal dorthin. Es sieht nämlich verlassen aus wie ein Geisterschiff. Denkst du, die Leute haben ganz schnell das Schiff verlassen, weil sie gerade gesehen haben, wie das Seehandmonster ein Schiff zerstört hat? Natürlich, ich würde das auch sofort verlassen. Das zweite Schiff kann das Seehandmonster auch zerstören. Aber vielleicht hat sich dann Rumi auf dem Schiff versteckt. Ich fliege das ganze Deck mal ab. Ihr seht es, die oberste Stockwerk vom Schiff, da ist niemand. Kein einziger Mensch ist mehr auf dem Schiff, die sind alle geflohen, weggerannt. Ich fliege jetzt ganz langsam das ganze Schiff ab. Ich sehe aber nichts. Da ist wirklich niemand. Hoffentlich kommt das Seemonster jetzt nicht. Das Schiff heißt Ozeaner, wie der Ozean. Obwohl dieses Schiff auf einem Fluss ist, auf einem See? Wir fliegen zurück, Freunde. Wir müssen zurück an Land. Da hat Rumi gegen das Seehandmonster gekämpft. Und wir haben Rumi leider verloren. Vielleicht ist sie immer noch an Land. Hier ist ein weiteres Schiff und das Schiff fährt noch. Es hat überlebt. Das Schiff fährt wirklich noch weiter. Wir können aber nichts machen. Was ist, wenn das Handseemonster das Schiff wieder angreift? Nur eine Person hat eine Chance gegen das Seehandmonster und das ist Rumi. Wir wissen alle, dass Rumi stärker ist als das Handseemonster, aber ich finde es nicht. Ich finde auch Rumi nicht mehr. Lass uns doch zurück zur Karte gehen. Wir haben noch weitere Orte, die wir anfliegen können. Denkst du, Rumi ist abgehauen nach dem Kampf? Lass uns nachschauen. Das Seehandmonster hat gerade ein Schiff zerstört und ihr habt es alle gerade selbst gesehen. Das Handseemonster befindet sich genau bei diesen Koordinaten. 51 Grad Nord und 92 Grad West. Und dieser See ist nur 5 Minuten von uns entfernt. Rumi braucht unsere Hilfe und wir starten jetzt unsere Drohne. Genau so sieht das Seehandmonster aus, deshalb haltet Ausschau. Wir starten unsere Drohne in 3, 2, 1. Wir sind mit unserer Drohne jetzt direkt zu den Koordinaten geflogen und hier vorne seht ihr auch schon den See. Denkst du wirklich, da ist das Handseemonster? Da muss das Seehandmonster sein, anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Da ist Rumi. Und sie ist auf der Suche nach dem Seehandmonster. Dann sind wir auf jeden Fall bei dem richtigen See. Da ist das Handseemonster. Aber Rumi ist irgendwo abgehauen. Vielleicht hat sie schon eine heiße Spur. Vielleicht weiß sie schon, wo das Seemonster ist. Das See ist ja groß, deshalb wissen wir ja nicht ganz genau, wo das Monster ist. Ihr müsst drauf aufpassen. Das ist eine Hand, die immer aus dem Wasser ragt. Einfach nur eine einzige Hand und drunter ist das Monster im See drin. Wir fliegen weiter. Wir suchen jetzt alles ab. Wir wissen auf jeden Fall, dass hier Rumi schon mal ist. Aber wo ist das Handseemonster? Wir fliegen weiter. Und da ist doch Rumi schon. Und ihr seht es, sie guckt genau nach bei dem See. Sie hat das Monster gefunden. Das bedeutet, Rumi weiß, dass in diesem See das Handseemonster sich befindet. Jetzt müssen wir mit der Drohne nur noch lang fliegen, dann werden wir es auch sehen und finden. Für euch werden wir jetzt mit unserer Drohne über diesen See fliegen und hoffentlich finden wir das Handseemonster. Das wäre das erste Mal, dass wir das Handseemonster live mit euch zusammen sehen werden. Ich fliege! Da ist die Hand! Da ist wirklich das Handseemonster in dem See drin. Ihr habt es gesehen, die Hand hat rausgeguckt und sich gedreht. Und du weißt, was das bedeutet, wenn nur die Hand rausschaut. Drunter ist das ganze Handseemonster. Ich fliege den See weiter für euch ab. Vielleicht finden wir... Oh nein! Hier ist das ganze Seehandmonster. Ihr könnt es sehen, es sieht aus wie ein Wurm, richtig ekelhaft. Schleimig, aber wo ist es hin? Es ist abgehauen. Natürlich, vielleicht ist es abgehauen, vielleicht ist es aber auch runtergetaucht.
Wir müssen unbedingt Rumi anrufen und ihr sagen, dass wir das Handsee-Monster gefunden haben. Worauf warten wir? Rufen wir Rumi an. Wir rufen gerade bei Rumi an. Hoffentlich hebt sie das Telefon ab. Wir müssen ihr unbedingt sagen, dass wir das Handsee-Monster gesehen haben. Hallo Rumi, wir haben das Handsee-Monster gesehen, aber wir haben es verloren. Weißt du, wo es hin ist und wo bist du hin? Ich bin auf dem Weg zur verlassenen Insel. Genau dorthin, wo das Seehandmonster jetzt hingeht. Wenn du sagst dann, du hast es gesehen und sogar mich gesehen, dann muss irgendetwas dort draußen passieren, das wir noch nicht verstehen. Fliegt mit eurer Drohne auch dahin. Scannt die Küste, die Felsbögen und den dichten Nebel über dem Wasser. Bei der Insel ist ein See. Wenn das Monster sich wirklich dort aufhält, zeigt die Drohne vielleicht Bewegungen, die ich von hier aus nicht sehe. Achtet besonders auf den Rand des Sees. Dort soll es laut alten Berichten am aktivsten sein und prüft jede ungewöhnliche Wellenbewegung, egal wie klein sie erscheint. Ich spüre schon, wie sich das Meer verändert. Die Wellen schlagen unruhiger, als würde irgendetwas unter der Oberfläche kreisen. Ich gehe weiter. Näher an die Küste, näher an das, was dort unten lauert. Rumi hat aufgelegt, ihr habt es gehört, das Handsee-Monster ist auf dem Weg zu dieser verlassenen Insel. Wir waren gerade genau hier oben und haben Rumi und das Seehandmonster gesehen. Und Rumi hat uns am Telefon gerade gesagt, das Seehandmonster ist auf dem Weg zu dieser Insel. Wir nehmen euch jetzt mit zu dieser verlassenen Insel. Lasst jetzt nochmal ein Like da, wir müssen unbedingt Rumi vor dem bösen Seehandmonster retten. Deswegen starten wir jetzt sofort die Drohne. 3, 2, 1. Wir sind jetzt hier bei dem See, wo der Kampf zwischen Elkran Maha und dem Handmeeresmonster aufgenommen wurde. Hier haben die Leute gefilmt und beide Monster live auf dem See gesehen. Ich bin gespannt, hoffentlich finden wir zwei mit euch zusammen da draußen auch den echten Kampf Handmeeresmonster gegen Elkran Maha. Hoffentlich sind wir nicht zu spät und schaffen es mit der Drohne bei dem See alles zu sehen. Ihr seht ja, wie groß der See ist. Da passen auf jeden Fall zwei gigantische Monster rein. Da ist Elkran Maha und Handsee-Monster. Ihr könnt es sehen, Handsee-Monster und Elkran Maha kämpfen. Ihr seht es gerade live auf unserer Drohne. Sie kämpfen gegeneinander, aber wer gewinnt? Ich weiß es nicht, die Leute sind untergetaucht. Lasst jetzt auf jeden Fall mal ein Like da. Ihr habt es gesehen, in diesem See befinden sich beide. Dann sind wir jetzt mit unserer Drohne an der richtigen Adresse. Genau den See müssen wir komplett mit der Drohne abfilmen. Und das machen wir jetzt auch mit euch. Ihr schaltet nicht ab, Freunde. Guckt euch mal da unten an, wie gruselig das aussieht. Das sieht doch aus wie ein Steg. Oh mein Gott, das sind zwei Kinder. Und die winken sogar in unsere Kamera. Was machen die denn dort? Da kämpfen doch gerade zwei Monster. Ich weiß es nicht. Wir fliegen mit unserer Drohne mal näher zu den Kindern. Die wollen uns bestimmt etwas sagen. Doch, die wollen wirklich was sagen. Die schauen genau in die Drohne der Kamera. Ihr lasst ein Like da für diese zwei tapferen Jungs, die hier über das Geländer steigen. Die laufen auf den Steg direkt in den See hinein. Die wissen nicht, dass da Elkran Maha ist und der Handsee-Eater. Die müssen unbedingt da ganz schnell weg. Können wir sie irgendwie warnen? Leute, die zeigen da auf dein Schild. Stimmt, du hast recht. Guckt euch das ist mal ein Schild. an. Da steht es. Sea-Eater und Elkran Maha sind in dem See. Warnung. Nein, es gibt es nicht. Genau da, wo wir sind. Handsee-Monster und Elkran Maha. Genau da drin. Sie zeigen noch drauf. Ich bin gespannt. Ich flieg mal ein bisschen höher. Vielleicht sehen wir dann die zwei. Da ist Elkran Maha. Du hast recht, da ist Elkran Maha. Genau bei den Kindern. Die Kinder müssen weg. Ihr lasst jetzt mal ein Like für die Kinder da. Die haben uns gerade den Hinweis gegeben, dass sich hier in dem See Elkran Maha befindet. Jetzt fehlt nur noch das Handsee-Monster. Wenn das auch noch dort ist, haben die Kinder vollkommen recht. Ist dir da draußen was aufgefallen? Es war gerade nur Elkran Maha da. Von dem Handmeeresmonster war keine Spur. Willst du mir damit erzählen, dass da Elkran Maha den Kampf gewonnen hat gegen Handsee-Monster? Ich glaube ja. Ich habe nur Elkran Maha gesehen. Das habt ihr doch auch gesehen. Das kann nicht sein. Damit müsste ja der Kampf entschieden sein. Ich flieg mal weiter und schaut euch mal an, wie schmutzig die Wasseroberfläche ist. Ich kann gar nicht mehr durch das Wasser schauen mit der Drohne. Alles ist voller Pflanzen. Es ist komplett gelb und komplett zugemüllt, der ganze. Da ist das Handsee-Monster! Das heißt, beide leben noch. Natürlich! Handsee-Monster hat sich nur versteckt da bei den Pflanzen. Ihr habt gerade die Hand aus dem Wasser kommen sehen, Leute. Das bedeutet, Elkran Maha und Handmeeresmonster sind beide noch hier. Beide haben gekämpft und beide haben sich zurückgezogen, aber in dem gleichen See. Ihr dürft nicht abschalten, Freunde. Ihr seht hier unsere Drohne. Wir fliegen jetzt mal ein Stückchen höher. Wir müssen schauen, wer gewinnt. Das Gute ist, beide Monster sind noch in dem gleichen See, nur haben sie sich versteckt. Das heißt, es könnte gleich der nächste Kampf entstehen. Ich bin gespannt. Wir schalten nicht ab. Da ist was. Was ist da? Was ist das? Wer war das? Das war nicht Elkran Maha. Spult mal zurück. Wer war das? Das war weder Elkran Maha, noch war das Handsee-Monster. Ich weiß nicht, was es war. Da! Oh nein! Das ist Elkran Maha kämpft gegen Handsee-Monster. Und Handsee-Monster gewinnt.
Das Handmeeresmonster hat gerade El Gran Maja besiegt. Ich dachte, El Gran Maja ist der stärkste, krasseste Fisch der Welt. Aber wer war dieser Charakter davor? Wer ist ein anderes Monster? Ich weiß, wer das war. Es gibt nur noch einen einzigen. Es ist Bloop. Es muss Bloop gewesen sein. Spult zurück. Das war ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt, Freunde. Wer war das? Das gibt's doch nicht, aber jetzt hat Hansemonster gegen El Gran Maja im Kampf gewonnen. Ich fliege noch mal ein Stückchen höher. Ich will schauen, ob wir von oben irgendwas erkennen können. Ob hier irgendwo Handmeeresmonster ist. Hat jetzt wirklich El Gran Maja den Kampf verloren? Dann müsste doch jetzt der See Hansemonster gehören. Ich bin mir nicht sicher, Freunde. Ich kann auch sein, dass El Gran Maja wieder untergetaucht ist. Und ich hatte mein ganzes Vertrauen in El Gran Maja gesteckt. Er ist der stärkste Fisch der Welt, aber nein, Hansemonster hat den Kampf gewonnen. Aber wo sind jetzt die Leute überhaupt hin? Wo ist das Monster? Nein! Hier ist die Hand. Sie gucken wieder aus dem Wasser. Das heißt, das Hansemonster ist auf jeden Fall noch hier in dem See. Deshalb lasst jetzt alle mal ein Like da. Du hast recht, Freunde, Mann. El Gran Maja wurde von dem Handmeeresmonster besiegt. Wir haben jetzt nur noch das Hansemonster gesehen und kein El Gran Maja. Rumi ruft uns gerade. Nein, Rumi ruft an! Heb unbedingt ab, ich will wissen, was Rumi zu sagen hat. Okay, hallo Rumi, wie geht es dir? Ich bin auf dem Weg zur verlassenen Insel. Genau dorthin, wo das Seehandmonster jetzt hingeht. Fliegt mit eurer Drohne auch dahin. Scannt die Küste, die Felsbögen und den dichten Nebel über dem Wasser. Bei der Insel ist ein See. Wenn das Monster sich wirklich dort aufhält, zeigt die Drohne vielleicht Bewegungen, die ich von hier aus nicht sehe. Achtet besonders auf den Rand des Sees. Dort soll es laut alten Berichten am aktivsten sein und prüft jede ungewöhnliche Wellenbewegung, egal wie klein sie erscheint. Die Wellen schlagen unruhiger, als würde irgendetwas unter der Oberfläche kreisen. Ich gehe weiter, näher an die Küste, näher an das, was dort unten lauert. Rumi hat aufgelegt. Habt ihr es gehört? Sie ist gerade auf dem Weg zur verlassenen Insel und möchte gegen Handmeeresmonster kämpfen. Worauf warten wir? Wir wollen doch alle den Kampf sehen. Wir müssen unbedingt die Drohne starten. Wir machen es und ihr lasst jetzt noch mal ein Like da. Schaut dieses Video bis zu Ende, denn Rumi braucht jetzt deine Hilfe. Rumi kämpft jetzt live gegen Handseemonster. Wir sind jetzt mit unserer Drohne hier bei der verlassenen Insel. Und schaut mal an, wie groß die Insel und der See ist. Es ist ein riesengroßes Gebiet und auf der anderen Seite geht es noch mal genauso lang weiter. Und Rumi hat gesagt, dass dort das Seehandmonster ist. Ihr wisst doch jetzt alle, wie das Seehandmonster aussieht. Entweder guckt nur eine Hand aus dem See oder der ganze Körper. Meistens ist der ganze Körper, dieser ganze Mond. Oh nein! 3 Hände! Ihr seht es, sind da etwa 3 Handseemonster drin? Ich dachte, es gibt nur ein Handseemonster, aber jetzt gibt es 3 Seehandmonster. Ich hab Angst, ich weiß es nicht. Wir fliegen mal weiter. Da unten ist Rumi, oder? Doch, das muss doch Rumi sein. Ihr seht es, Freunde, auf dem Surfbrett muss Rumi sein. Ich erkenne sie an ihren Haaren, das ist Rumi. Sie sucht natürlich auch nach den Handseemonster. Ihr seht, es ist wirklich Rumi. Sie steht auf dem Surfbrett, sie ist auf dem Wasser aktiv und sucht das Seehandmonster. Aber ist das nicht gefährlich, ganz alleine auf diesem großen See mit dem Surfbrett zu sein? Ihr habt Rumi am Telefon gehört, sie will unbedingt das Seehandmonster besiegen. Aber hoffentlich schaffen wir das auch zusammen, deshalb lasst jetzt alle mal ein Like da. Wir suchen das Seahandmonster. Und hoffentlich finden wir das auch, aber der See ist echt groß. Da unten ist noch ein Surfbrett, siehst du das? Ja, ich sehe es und da ist noch eins, 2 Stück, aber das ist nicht Rumi. Ich flieg mal näher, ich bin gespannt, wer das ist. Ich will unbedingt wissen, wer das ist. Schauen wir mal nach, wer wirklich auf diesem Boot ist. Okay, das sind nur 2 Touristen, die abhauen, die haben Angst. Schau mal, die fließen nur in eine Richtung. Du siehst es, sie hauen ab, sie rennen weg, sie schwimmen weg. Und übertrieben schnell paddeln sie. Sie wollen ans Ufer kommen, sie wollen weg von dem See. Natürlich, sie haben Angst vor dem Handseemonster. Ich hätte auch Angst, wenn da ein riesen Handseemonster im See ist. Aber wo ist denn das Seehandmonster? Da! Da ist es, ihr seht es, Leute. Da ist das Seehandmonster, ihr könnt die Hand sehen. Und diesen schleimigen Körper, der aussieht wie ein Wurm. Also sind wir auf jeden Fall bei dem See richtig. Die Frage ist aber, wo ist denn Rumi mit dem Surfbrett hin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Seehandmonster abgetaucht. Es ist unter der Wasseroberfläche. Aber jetzt suchen wir Rumi. Die war gerade noch auf dem großen See mit dem Surfbrett und weg ist sie. Was ist, wenn Rumi, was passiert ist, wenn das Seehandmonster Rumi aufgegessen hat? Das will ich gar nicht hören und du weißt, dass Rumi richtig stark ist. Sie hat keine Angst vor diesem Monster. Hier lasst nochmal ein Like für Rumi da. Ihr wisst es, ihr schafft es.
Aber wo ist jetzt wirklich das Monster hin? Es kann doch nicht einfach verschwunden sein. Schau mal da unten, da ist ein Segler. Ihr könnt das rote Segel sehen. In Rot? Warum ist denn das Segel rot? Ich flieg mal näher. Vielleicht ist das Rumi. Vielleicht hat sie ihr Boot gewechselt. Das kann natürlich sein. Wenn Wind ist ein Segelboot mit so einem Segel viel schneller. Das ist nicht Rumi. Das sind auch irgendwelche Menschen, die versuchen, sich zu retten. Natürlich. Schau doch mal, wo er hingeht. Er will an Land. Weil da hinten das Monster ist. Wir müssen da nach hinten fliegen. Wir fliegen jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Genau dafür, wo der Segelfahrer weggefahren ist. Hoffentlich finden wir dort endlich das Seehandmonster. Und ihr wisst jetzt, warum das ist das Seehandmonster. Ich hab's gerade gesagt. Da ist das Seehandmonster. Ist das ekelhaft.